Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung, allerdings zum Frühstück. Ja, hier in Kalifornien ist es jetzt 7 Uhr abends. Ihr schlaft jetzt verdient und wenn ihr morgen wach werdet, ist die Sendung um 7 Uhr morgens online. Was gibt es an Themen, die ich frisch gepresst habe? Und zwar das Thema Qatar Airways. 100 Flugzeuge, nein, 100 Milliarden haben sie für Flugzeuge bestellt. Donald Trump sagte 200 Milliarden. Wir gucken uns mal an, was dort für Flugzeuge bestellt wurden. Promotion bei Hyatt, Punkte kaufen, bei Marriott, Promotion, Punkte kaufen. Und Europa hat einen, nennen wir es mal, interessanten Interessenten. Und das ist Turkish Airlines. Gehen wir auch mal drauf ein. Und wir haben natürlich Frankfurt Flughafen legt zu in den Passagierzahlen, obwohl die Nachfrage auf den US-Flügen schwächelt. Also das heißt, da gibt es positive Entwicklung. Wir starten, nachdem ihr den Kanal abonniert habt, die Glocke angemacht habt, ein Like dagelassen habt. Vielleicht schlürft ihr jetzt den Kaffee, denkt dran, dass ihr noch auf School kommen könnt und dort dann auch eventuell an Diskussionen teilnehmt. Wir steigen direkt in die Zahlen ein. 2024 im April wird verglichen mit dem April 2025 4,8%, nämlich mehr in diesem Jahr am Frankfurter Flughafen, 5,34 Millionen Passagiere. Und ja, der Grund liegt natürlich am späteren Ostern, logischerweise. Januar, April gesamt sind 17,76 Millionen Passagiere. Das sind immerhin noch 0,7% mehr versus Vorjahr. Nur 85,2% des Vorkrisenniveaus 2019 ist erreicht. Also das heißt, man hinkte da noch weit hinterher. Der Spitzenwert war natürlich der 11. April mit 198.000 Passagieren. 198 wäre ein bisschen wenig. Das ist der bisherige Jahresrekord. Die Entwicklungen sind auch interessant, wenn man das anguckt. Dann ist das Wachstum in Europa plus 6,8%. Deutschland Inlandsverkehr ist plus 3,3%. Nordamerika ist minus 1,9%. Und der Grund ist natürlich auch, dass viele sagen, ja, der Hintergrund sind die Zolldrohungen, aber auch natürlich das, was in der Presse darüber steht, wie schwierig die Einreise ist. Ihr seht, selbst Leute wie ich werden hier in Kalifornien reingelassen, also keine Probleme. Der Südafrika-Trend ist auch minus 0,5. Ostern als Störfaktor in der Vergleichstabelle ist natürlich das Problem, weil natürlich die späten Feiertage verzerren den Jahresvergleich. Das ist so, Ostern ist halt nicht immer dann am selben Datum und Ostern ist ja auch Urlaubszeit und je nachdem wie Ostern liegt, sind die Flüge auch unterschiedlich. Dann ist es natürlich so, dass man natürlich auch hier die später möglichen Ostertermine natürlich sagen kann, ja Benchmark, wie war es bei anderen Ostern, ist natürlich immer ein Thema wert. Also ihr könnt ja gucken, ob ihr das jetzt osterbereinigt haben müssen demnächst. Ne? Also das wird auch interessant. Es gibt einen Mega-Deal. Boeing ist wahrscheinlich happy. Qatar ist auch happy, nachdem die Royal Family, also Amiri, die 747-8er vom Hof gekriegt hat, haben sie dem lustigen Donald geschenkt. Die Bude kostet wohl 400 Millionen. Und muss fast für 1 Milliarde wahrscheinlich mit Technologie ausgestattet werden. Ich weiß gar nicht, ob die früher kommen soll als die anderen Strich-8er, also auch interessant. Aber sie haben 210 Flugzeuge nämlich bestellt, nicht 100, wie ich eben fälschlicherweise in einem Einspieler gesagt habe, sondern für 100 Milliarden US-Dollar circa. Donald Trump hatte natürlich 200 Milliarden genannt, weil das ist ja egal, 100 Milliarden, 200 Milliarden, das ist doch Wumpe. Nee, war ein Fehler. Also es sind ganz genau eigentlich 96 Milliarden. Man hat 130 Boeing 787 bestellt. Man hat dann nochmal 30 777X und auf beide Typen 50 Optionen. Heißt also 210 Großraumflugzeuge als Gesamtvolumen. Der Deal als solches sollte natürlich und wurde auch während des Besuchs von Donald Trump in Katar unterzeichnet. Ist natürlich auch eine geile Geschichte. Kelly Ortberg war auch logischerweise anwesend. Die Bedeutung ist wichtig für Boeing, weil das der größte bekannt gewordene Auftrag an Boeing ist für Großraumflugzeuge. Es ist natürlich auch für Airbus ein Zeichen, dass man dabei Boeing Momentum wieder aufnehmen möchte und den Europäern nicht das Gebiet überlassen möchte. Aber es gibt natürlich Herausforderungen, denn die 777X ist ja immer noch nicht in der Luft wirklich. Es gibt Lieferschwierigkeiten und Entwicklungsverzögerungen seit Jahren.
Die erste Auslieferung 2026 ist ja an Hansens geplant. Hohe Erwartungen sind natürlich auch da für den Ersatz der 777 Modelle. Boeing ist halt in der Krise, das merkt man. Es gibt da einen Rückstand bei Boeing gegenüber Airbus, der jetzt aufgeholt werden könnte. Und man sieht das vielleicht jetzt als Wendepunkt. Aber es bleibt ja abzuwarten, wie der Wendepunkt dann wirklich ist. Trump ist ja auf einer Wirtschaftsmission im Golf unterwegs und war in Saudi-Arabien, hat dort auch Milliardenverträge abgeschlossen. Und die Außenpolitik der USA ist ja wirtschaftlich motiviert, was ja gar nicht mal so doof und falsch ist. Und Fokus ist da auf den amerikanischen Export und die US-Firmen. Also hier einmal gute Nachrichten für Boeing. Turkish Airlines, auch Boeing-Kunde, auch Airbus-Kunde, die haben ein Auge geworfen auf Air Europa. Und zwar ist die aktuelle Situation bei Air Europa, die sind im Aufschwung, sind aber immer noch hoch verschuldet, obwohl sie zurückzahlen. Sie haben 141 Millionen Staatskredit an die ICO vorzeitig zurückgezahlt und offene Covid-Hilfen noch von 475 Millionen Euro an SEPI sind noch offen, Fälligkeit bis Ende 2026. Durch neue Investoren soll halt das Kapital von 240 Millionen geholt werden. Interessenten sind neben Turkish Airlines, ja, die Lufthansa. Carsten S. aus M. hatte ja da Interesse bekundet. Air France KLM hat ja gute Beziehungen nach Spanien und will damit halt auch wieder den Marktzugang zu lateinamerikanischen Zielen sichern. Und jetzt der neue ist Turkish Airlines. Turkish Airlines möchte die Stärkung in Südamerika, Erweiterung globaler Präsenz durch den Hub in Madrid. Und was natürlich auch interessant ist, ist Starlines. Damit wären sie dann in die Starlines. Also auch für uns gut. Entscheidung soll bis Sommer 2025 kommen, heißt also in 2 bis 3 Monaten. Alle Vorschläge und Angebote werden derzeit analysiert, sagt eine Quelle gegenüber dem El Español. Also ist das natürlich eine Investoren-Rallye, wenn da der Türke noch dazukommt. Globalia, das ist von der Familie Hidalgo, die will halt die Kontrolle behalten, also mindestens 51% der Anteile. Daher ist eine Beteiligung von 49% maximal nur möglich. Wenn IAG ihren Anteil von 20% verkauft, aber IAG kann trotzdem noch so ein bisschen Störfeuer machen, die können noch ein bisschen Unruhe reinbringen, denn IAG darf halt durch Auflagen nicht aufstocken. Das ist ja auch etwas, was man denen da versauert hat. Und deshalb habt ihr auch nicht IAG in der Gruppe der Leute gehabt, wo sie gesagt haben, hey, die wollen das Ding auch auf 49% aufstocken. Die Minderheitsbeteiligung ohne Kontrolle ist für strategische Investoren wenig attraktiv. Also das ist das, was man mit 20% gemacht hat bei den Freunden von SAS, als Air France KLM. Aber man könnte damit natürlich für die Türken trotzdem interessant sein, wenn sie halt da jetzt diese restlichen Prozente kaufen, wenn die IAG die nicht rausgibt, weil man damit natürlich einen Zugang zu einem EU-Hub hat in Madrid, hat damit Verbindungen nach Lateinamerika und hat natürlich auch eine Diversifikation ihrer Netzwerkstruktur. Also damit wäre das durchaus interessant für Istanbul. Und ihr könnt ja eure Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ganz wichtig. Hyatt-Punkte kaufen, Promo gibt es auch, Zeitraum ist bis zum 21. Juli, 20% Bonuspunkte, maximal kaufbar sind 55.000 Punkte pro Jahr, inklusive Bonus sind das dann natürlich 66.000. Effektiver Preis pro Punkt sind 2,17 Cent. Das ist nicht ganz so billig wie vergleichbare Deals vorher, da war es 1,68. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann lohnt es sich? Ich bin hier in einem Hyatt in den USA. Und es ist halt nicht empfehlenswert für so ein Standardhotel das zu kaufen oder für niedrige Raten. Das macht immer Sinn, wenn es teure Raten gibt, wie zum Beispiel Malediven, Park Hyatt, Kyoto. Oder natürlich, wenn es da Events gibt, wie zum Beispiel in New York, Weihnachten oder sowas, Messen in Tokio, weiß der Geier was. Oder aber auch in Berlin. Dann kann man Punkte einsetzen. Einschränkungen, Bedingungen sind halt, dass der Account mindestens 60 Tage alt sein muss, nicht stornierbar, nicht rückerstattbar, Käufe über points.com. Heißt also, ihr könnt, wenn ihr die Punkte gekauft habt, diese Punkte nicht wieder zu Geld machen. Ihr habt auch keinen Statusvorteil durch die Punktekäufe, habt ihr nur mit der Kreditkarte, kann ich höchstens empfehlen. Und natürlich, die Steuern werden für gewisse Teile separat berechnet, Kanada, glaube ich, oder sowas.
Da gibt es irgendwie Steuern. Fazit ist natürlich, dass das eine schwache Promotion ist, wenn man sie vergleicht mit früheren Aktionen, wo es 30-40% Bonus gab oder halt 30% Rabatt gab. Und es ist wirklich nur sinnvoll, wenn man wirklich sehr gezielt ein Ziel hat, also einen Use Case hat und damit in einem Hotel, was teuer ist, übernachten will. Man kann auch Verfügbarkeiten mit Punkten damit sich dann natürlich sichern, dass man die nicht verliert. Und wenn man halt kurzfristig kein Cash einsetzen möchte. Wer eher bei Merit ist, der hat auch eine Punkteaktion. Da gibt es bis zum 16. Juli eine Sale mit 40% mehr oder weniger, weil es ist halt eine Targeted Promotion. Limit ist bei 150.000 Punkten. Heißt also plus 100.000 bei Award-Buchungen. Preis bei 40% Bonus ca. 0,89 Cent pro Punkt. Mindestens 2 Punkte muss man kaufen. Lohnt ist halt wirklich auch, wenn man halt hohe Cash-Rates hat. Hier sind ja auch wieder so Malediven mit dem St. Regis oder Bora Bora in Bora Bora, genau, Fidschi, Bora Bora oder die Malediven hat. Die 5. Nacht ist natürlich kostenlos, deshalb da immer darauf aufpassen, dass ihr dann auch 5 Nächte bucht, damit ihr nochmal den Bang Pobak macht. Punkte Airlines zu Partner wie JAL oder Asiana. Das sind dann halt Punkte, die man teuer erkauft, aber da gibt es dann halt wesentlich weniger Möglichkeiten, um da mit dem Fluggesellschaft was zu machen. Das kann man machen. Aber auch hier ist es wirklich wichtig, dass ihr die nicht bei niedrigen Hotels einsetzt, weil die haben bei Marriott ja flexible Punkte. Heißt also, das ist diese Geschichte, dass sich die Punkte nach der Occupancy richten. Und das ist natürlich dann immer wieder ja, enttäuschend, wenn man dann sieht, wie teuer das Ganze ist und wie wenig Value man dafür bekommt. Account muss mindestens 30 Tage alt sein, mit Aktivität oder 90 Tage ohne. Nicht stornierbar, logisch. Auch hier wird über points.com gekauft. Keine Elite-Vorteile durch Punktekaufzahlung in US-Dollar, eventuell die Fremdwährungsgebühren, wenn ihr keine amerikanische Kreditkarte habt, beachten. Und natürlich ein guter Deal, wenn ihr wirklich bei teuren Hotels übernachtet, wo der Punkte-Value relativ hoch ist. Oder wenn du gezielte Airline-Meilen brauchst. Ich hatte das ja genannt bei JAL zum Beispiel. Es ist halt günstiger als bei Hyatt. Das ist allerdings Bestpreis. Und natürlich auch, dass ihr immer dieses Kombi-Angebot nehmt mit der 5. Nacht frei, dass ihr da also auch den biggest bang for the buck habt. Damit sind wir mit der heutigen Sendung durch. Ich danke euch, dass ihr heute bei Frequent Traveler TV dabei wart und damit jetzt zum Frühstück eine neue Sendung hattet. Ich versuche dann heute auch nochmal eine zu machen. Ich muss dann heute, also quasi, ihr schaut es heute. Für mich ist es ja immer noch hier ein lustiger Mittwoch, dass ihr dann eine Sendung Donnerstag zweimal seht. Also ich kümmere mich drum. Ich versuche es so zu versprechen zu schaffen, dass ihr die bekommt. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Sendung. Danke, dass ihr dabei wart. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like da zu lassen. Und ich muss die Klimaanlage, glaube ich, wieder anstellen. Nee, die ist an. Ach, es ist so warm hier im Zimmer. Also bis dann. Ciao, ciao.